Hallo, ich möchte heute mit euch einen Bär häkeln. Ich habe vor ein paar Tagen so eine tolle Anleitung bekommen und sofort ausprobiert und ich fand den richtig schön. Der ist sowas von gelungen, fand ich richtig niedlich. Das einzige Problem, was ich habe keine braune Wolle mehr. Keine hautfarbene, keine braune, keine dunkelbraune. Momentan ist das alles jetzt nicht so einfach, das zu bekommen, deswegen ich habe mir gedacht, ich werde das benutzen, was ich vorrätig habe und ganz viel davon. Deswegen habe ich jetzt ausprobiert, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video so gut sehen kann, das ist die Pistaziefarbe und gelbe Farbe. Ich habe das ausprobiert und ich fand ihn richtig niedlich. Ich finde, dass nicht alle Beeren müssen unbedingt braun sein oder so, weil wir häkeln heute einen in Blau, dunkelblau und hellblau. Und auf Russisch mache ich dann oder in lila, dunkel und hell oder in rosa irgendwas. Das, was ich vorrätig habe. Ne? Weil ich habe gemerkt, die Leute, die mit mir häkeln, die brauchen dann auch genau dasselbe Farbe, womit ich gehäkelt habe und die habe ich genug. Falls, wenn jemand Lust hat, könnt ihr ganz gerne in meinem Shop gucken. Ich habe jetzt gelb, das wäre dann diese Nummer. Das ist die Nummer 80302. Das ist das hier, die Ohren und der Bauch. Und in Pistazie, das wäre dann 80359, die Nummer. Ne? Wir machen aber heute in Blautönen. Die Farbe habe ich auch noch vorrätig. Und ja, die Anleitung gehört eine Julia Denega. Ich habe schon ganz viele Anleitungen von ihr benutzt. Und der Bär sieht bei ihr so aus. Ich finde, der sieht richtig schnuckelig aus in diesen braunen Tönen. Bei mir hat es nicht so 100% geklappt, diese Mimik genauso zu bekommen, aber ich versuche es. Das Einzige, was ich so beobachtet habe, dass die Ohren bei mir so richtig lang geworden sind und ich habe den Fehler auch gefunden. Sie hat die Ohren einfach so angenäht und ich bin auch so eine, die die Teile immer zusammenlegt und dann zusammen häkelt und dann annäht. Das heißt, ich habe dann eine Reihe zu viel, deswegen sind die ein bisschen länger. Aber das machen wir auch in der Arbeit, werde ich dann zeigen. Sie näht alle Teile an, das heißt Beine, Arme und Kopf. Ich habe jetzt das alles reingehäkelt, das klappt richtig gut. Den Kopf habe ich mit Gelenk gemacht, Gelenk 3,5 cm. Aber ich möchte ganz gerne diesen Kopf raushäkeln. Ich habe das ausprobiert, das heißt, der Kopf wird bei ihr getrennt, gehäkelt und dann angenäht. Und deswegen, wenn wir das raushäkeln wollen, müssen wir die Anleitung spiegeln sozusagen. Das habe ich ausprobiert und das klappte ganz gut. Das machen wir dann auch, dass ihr dann keine Gelenke braucht oder so, ne? So, die Augen hat sie hier mit weißen Strichen gemacht. Das sind aber keine Striche, das ist Filz, was auch ausgeschnitten wird und unter der Auge gelegt wird, damit dieses Stück von weißem Filz rausguckt. Ich benutze Filz nicht, weil nach einiger Zeit dieser Filz wird wie Watte, so ein bisschen, wie soll ich sagen, das fuselt nachher. Das sieht dann nachher nicht so schön aus. Deswegen, ich habe ganz normalen Acrylfaden genommen und mit ein paar Stichen daneben so angebracht, diese weiße Wolle. Was noch? Was soll ich noch sagen? Von hinten sieht das so aus. Ich würde sagen, der ist ungefähr 28 cm. Ich habe noch nicht ausgemessen, werde ich zum Schluss dann nachher den Bär ausmessen, was wir zusammen häkeln. Ja? Okay, dann ist es schon mal fertig. Wir häkeln in diesen Tönen. Ich habe schon mal Beine, Arme und die Ohren gehäkelt. So. Und zwar Farbnummer 80306, das ist in Blau, hellblau. Und diese auch 80341, dunkelblau. So, mit diesen Farben arbeiten wir heute. Die Nadel Nummer 5 habe ich. Sieht man das noch? Nein, sieht man fast kaum. Nummer 5. Die Nase ist bei mir 1,8 oder 17 mm oder 2 cm. So ungefähr. Messe ich gleich aus. So, ich habe jetzt ausgemessen und zwar die Nase ist 2 cm. Ne? So eine schwarze Samtnase. Und die Augen sind 11 mm. Unser Bär ist 28 cm. So,
Die Farben habe ich euch gezeigt. Ich habe hier zwischendurch eine Ablenkung gehabt, deswegen. Dann fangen wir schon mal an, ja? So. Der ist süß. Ich weiß nicht, ich wollte wirklich eine Pause machen. Ich dachte mir, 2 Wochen brauche ich Pause. Ich glaube, ich werde krank, wenn ich Pause mache. Ich brauche das für meine Finger, weil hier sind so viele Nervenendungen, die richtig mich stimulieren und beruhigen mein Nervensystem. Und jetzt momentan, mein Nervensystem momentan ist ganz schön schwach. Weil es ist alles nicht so einfach, alleine mit 3 Kindern und die hier richtig die Bude versauen. Wisst ihr was? Ich spare an Kindergarten momentan, an Sprit, dass ich die zur Schule und ins Kindergarten fahren soll. Aber die fressen. Sorry, ne, dass ich das so grob ausspreche, aber es ist wirklich so, die haben ja nichts zu tun, außer zu Hause Schweinerei oder Saustall zu machen und zu fressen. Da geht das ganze Geld geht wieder weg. Aber naja, Hauptsache, wir haben keine Corona. Man kann Corona aufsetzen, aber nicht damit krank werden. Ne? Das ist... Ja. Fangen wir an. Ich freue mich riesig, dass ich wieder da bin. Ich habe zwar noch was zu tun, aber naja. So, das ist die Anleitung. Ich glaube nicht, dass jemand, der auf Deutsch nur versteht, das braucht, aber hier häkeln auch ganz viele Russen, deswegen, wenn jemand das braucht, kann sich ein Screen machen davon. Das ist weiter. Noch ein Zettel. Und Schnuckelchen. So. Wir fangen mit Extremitäten an. Ich liebe dieses Wort Extremitäten. Keine Ahnung warum. Vielleicht durch die Medizin. Wir müssen das ja auch alles lernen. Das ist ja schon vor 20 Jahren her, wo ich das gelernt habe. Aber trotzdem habe ich das immer noch im Kopf. So, dann häkeln wir diesen Arm. Und zwar, wir machen einen Amigurumi-Ring. Und 6 Festmaschen häkeln wir raus. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Wir ziehen das fest. Na? So. Und dann verdoppeln wir jede Masche. Das heißt von 6 auf 12. Worauf ich mich freue, das ist auf meinen Friseurtermin. Und den habe ich am 12. Mädels. 3 Monate keine Haare geschnitten. Ich mag es nicht so gern lang. Die machen mich alt. Ich mache immer so kurz wie möglich. Und ja, da freue ich mich riesig. Am 12. habe ich schon einen Termin. Meine Nägel mache ich momentan nicht. Habe ich keinen Bock. Ist mir irgendwie letzte Zeit so schade, Geld auszugeben. Dafür aber später ein bisschen. Das mache ich, aber nicht jetzt. Die müssen erstmal sich erholen. Ja. So eine Pause schadet nicht. Deswegen, sorry, dass ich nicht so hübsche Finger habe oder Fingernägel wie die anderen. Ich lege da nicht so viel Wert drauf, momentan. Später. Es kommt alles später. Ne? So, wir setzen hier einen Marker. Wir haben jetzt 12 Festmaschen und wir häkeln 2 Reihen, je 12 Maschen unverändert. Ja? So, eine Reihe und dann noch eine Reihe, unverändert. So, 2 Reihen sind gehäkelt und jetzt machen wir eine Abnahme. Und dann 10 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann die nächste Reihe machen wir wieder
eine Abnahme und dann 9 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann häkeln wir jetzt bitte 3 Reihen unverändert je 10 Festmaschen. Ja, 3 Reihen unverändert. Die nächste Reihe eine Abnahme und dann 8 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. So, wir haben jetzt 9 Festmaschen. Dann häkeln wir bitte 4 Reihen unverändert nach oben. Ne? Einfach nur nach oben häkeln. Dann legen wir das zusammen und häkeln wir an beiden Seiten. Bitte darauf achten, da wo wir abgenommen haben, ne, dass ihr bitte hier endet. Dann legt ihr das zusammen und dass dieses Arm nachher, wenn wir das anlegen, dass das in die an Körper zeigt. So wie hier. Ne? So. Deswegen ganz wichtig, dass dieses Teil, wo es Abnahme wurde, so am Körper zeigt. Dann müsst ihr auch ganz genau gucken, dass ihr Nadel oder Anfang der Reihe hier ist, dass ihr dann zusammenlegt und das zusammen häkelt. Dass dieses gebogene Teil nach euch ins Gesicht guckt sozusagen. Ich weiß nicht, wie man das noch richtig sagt. Ja? Okay, dann 4 Reihen nach oben, zusammenlegen und zusammen häkeln. Ich habe diesen Arm bis dahin aufgefüllt. Dies Teil muss flexibel bleiben, ne? Nur bis dahin bitte mit Watte füllen. Die Arme habe ich fertig und jetzt machen wir weiter die Beine. So, dafür nehmen wir 6 Luftmaschen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. So, von der zweiten Masche häkeln wir dann 4 Festmaschen. Ich zeige nochmal. Nicht in diese rein, sondern daneben. 1, 2, 3, 4. In die letzte Masche häkeln wir 3 Festmaschen raus. 1, 2, 3. Dann drehen wir die Arbeit und häkeln wir nicht hier wieder rein, sondern daneben in diese Masche hier häkeln wir dann 1 in die nächste, zweite in die nächste, dritte und in die letzte, diese hier, einmal verdoppeln. Hier haben wir Anfang der Reihe. Ne? So, nächste Reihe. Bitte macht euch Marker. Ich mache mir keinen Marker, aber ich sage immer wieder, wo der Anfang der Reihe ist. Weil nachher schreiben ganz viele, dass sie das nicht so toll finden, dass ich keinen Marker setze. Ich kann mit Marker nicht arbeiten, der stört ständig. Na, ich benutze das hier, aber das mache ich in der nächsten Reihe. So, wir haben jetzt Anfang der Reihe hier und die nächste Reihe wäre, das ist die erste Masche. Hier machen wir einmal verdoppeln. So, dann häkeln wir 3 Festmaschen. 1, 2, 3 und dann machen wir 3-mal verdoppeln. 1,
2 und die 3. Dann häkeln wir 3 Festmaschen. 1, 2, 3. Dann machen wir zweimal verdoppeln. 1 und 2. So, wir haben hier jetzt Anfang der Reihe, ne? Wir haben jetzt nur eine Reihe so gemacht. So, die nächste Reihe. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Dann häkeln wir 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir einmal verdoppeln. Dann häkeln wir 3 Festmaschen. Dann wieder einmal verdoppeln. So. Dann häkeln wir 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir verdoppeln. Und 2 Festmaschen. 1, 2. So, hier setze ich für mich einen Marker. Wir haben hier 22 Festmaschen. 22 Festmaschen und wir häkeln jetzt 2 Reihen 22 Festmaschen unverändert. Wir häkeln 6 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann machen wir eine Abnahme, einmal Festmasche und das 4-mal. Eine Abnahme, eine Festmasche. Eine Abnahme, eine Festmasche. Dann wieder Abnahme, Festmasche und letztes Mal Abnahme und Festmaschen. Bis Ende der Reihe bleiben noch 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt 18 Festmaschen. Die nächste Reihe. 5 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir machen jetzt 4 Abnahmen. 1, 2, 3 und die 4. So, und dann bleiben noch 5 Festmaschen bis Ende der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben jetzt 14 Festmaschen. So. Das nervt mich, wenn es hier irgendwo dazwischen was kommt. Wir häkeln jetzt 4 Festmaschen. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir 3 Abnahmen. 1, 2, 3 und dann bleiben noch 4 Festmaschen. 1, 2, 3 und die 4. Wir haben jetzt momentan 11 Festmaschen. Wir füllen das mit Watte auf
Und dann häkeln wir bitte 7 Reihen unverändert. Wenn wir das gemacht haben, dann legen wir diesen Bein zusammen und häkeln das an beiden Seiten. Wir häkeln jetzt 7 Reihen einfach so nach oben. Und dann bitte auffüllen mit Watte, schön Form machen. Hauptsache, dass die gleich aussehen, weil wenn ich einen Tag davor diese Beine gehäkelt habe, dann häkle ich das heute und die sind immer bei mir unterschiedlich. Obwohl alles derselbe Anleitung ist, ne? Es liegt nur an die Stärke, wie man häkelt. Mann. So, genau. Ja, und dann 7 Reihen nach oben, dann zusammenlegen und zusammen häkeln. Die Beine sind auch fertig und wir häkeln jetzt weiter die Ohren. So, die Ohren sehen dann so aus. Das wird angenäht, ne? Und zwar, wir machen jetzt Amigurumi-Ring und wir häkeln dann 6 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Dann machen wir bitte jede Masche verdoppeln. Eins, 2, 3, 4, 5 und die 6. Die nächste Reihe. 3 Festmaschen, einmal verdoppeln. 1, 2, 3 und dann einmal verdoppeln. Dann wieder 1, 2, 3 und einmal verdoppeln. Und letztes Mal 1, 2, 3 und einmal verdoppeln. So, dann häkeln wir bitte eine Reihe, 15 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und die 15. Die nächste Reihe, 3 Festmaschen, Abnahme und das 3 Mal. 1, 2, 3 und eine Abnahme. 1, 2, 3 und eine Abnahme. 1, 2, 3 und eine Abnahme. So, dann machen wir das gerade. Hier immer diese erste Masche, immer Amigurumi, die ist immer so hässlich, finde ich. Die guckt immer so raus.
So, dann legen wir das zusammen und häkeln wir das an beiden Seiten. So, ich lasse den Faden ein bisschen länger, weil ich damit annähen möchte. So, und innere Teil machen wir in hellblau. Und da machen wir ein Amigurumi-Ring. Mein Akku wird leer. Amigurumi-Ring. Und dann häkeln wir 6 Festmaschen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir ziehen das fest und dann könnt ihr euch entscheiden. Oder ihr lässt das so klein, dass es so klein aussieht. Oder wie ich möchte das ein bisschen größer haben, ziehen das fest. Wir machen eine Luftmasche, drehen die Arbeit und dann häkeln wir in jede Masche 2 Maschen raus. So, dann befestigen wir das, ziehen das fest und dann müssen wir das alles richtig fest hinten befestigen, ne? Und dann wird das hier so angenäht. So, und so sieht unser Ohr aus. Ich habe ihn hier ein bisschen kürzer gemacht, ne? Wir haben nur eine Reihe mit 15 Festmaschen gehäkelt. Laut Anleitung, das sind 2 Reihen. Aber Julia macht das hier nicht, das Zusammenlegen und zusammenhäkeln. Ne? Sie näht das so an, ohne diesen Streifen hier. Und das ist richtig, finde ich, viel praktischer, so anzunähen. Deswegen habe ich nur eine Reihe gemacht und die Reihe, die uns fehlt sozusagen, das ist diese Reihe, wo wir zusammen gehäkelt haben. Dann hat sie die richtige Größe. So, bei meinem Bär, was ich gemacht habe, die Ohren sind ein bisschen länger und das gefällt mir nicht zu 100%. Deswegen, diese Ohren werden ein bisschen kleiner sein. Ja? Falls, wenn jemand fragt, weil in der Anleitung steht ein bisschen anders, ne? Deswegen nicht wundern. So, was machen wir weiter? Wir machen jetzt dieses Teil. Diese kleine Schnauze. Und zwar mit Blau. Wir häkeln Amigurumi-Ring machen wir erstmal und dann häkeln wir 6 Maschen raus. Zwei, 3, 4, 5, 6. Wir ziehen das fest und dann machen wir in jeder Masche verdoppeln. So, dann häkeln wir, hier ist Anfang der Reihe, ne? Dann häkeln wir eine Festmasche einmal verdoppeln und das die ganze Reihe. 6 Mal. 2, 3, 4, 5 und die 6.
So, die nächste Reihe machen wir 2 Festmaschen, einmal verdoppeln. Das heißt, wir machen genauso wie jetzt, nur mit 2 Festmaschen einmal verdoppeln und das 6 Mal. Und dann bitte eine Reihe unverändert 24 Festmaschen. Mehr nicht. Ja, wir haben dann am Ende nur 24 Festmaschen. Das heißt, wir häkeln jetzt 2 Festmaschen verdoppeln und das 6 Mal und dann noch dazu eine Reihe unverändert. So sieht das aus. Und hier ganz oben wird die Nase angebracht. Und zwar bitte nicht in die Mitte. Das ist sehr wichtig. Ganz oben. Eine Reihe lassen wir und in die zweite Reihe von oben setzen wir die Nase rein. So. Und dann befestigen wir das. So, unsere Schnauze ist fertig. Weiter häkeln wir dann noch den kleinen Schwanz. Das ist total einfach. Amigurumi-Ring. 6 Festmaschen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ziehen das fest. Und dann machen wir 6 Mal verdoppeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt häkeln wir nur eine Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die 12. Und jetzt nehmen wir einfach nur jede Masche ab. Oder ja, wir häkeln Abnahmen. Einfach nur Abnahmen. So. So, ich werde das mit der Watte nicht unbedingt auffüllen, muss nicht sein. Ich befestige noch den Faden, den habe ich genug noch zum Annähen. So sieht unser kleines Schwänzchen aus. So wie hier. Ja? Super. Dann haben wir das schon alles fertig und jetzt häkeln wir weiter den Körper. Das ist das, was ich jetzt am meisten häkeln mag. Diese kleinen Teile, das mag ich nicht so gern, ganz ehrlich gesagt. Ich mag immer so ganz große Teile zu häkeln. Wir nehmen dafür Blau. Und wir häkeln jetzt, wir machen Amigurumi-Ring. Ich zeige es euch. Wir machen Amigurumi-Ring und häkeln wir dann 6 Festmaschen raus. Ne? Oder 6 Maschen aus dem Amigurumi-Ring. Und dann werden wir einfach nur verdoppeln. Verdoppeln, bis wir 36 Festmaschen haben. Ja? So. Und dann sehen wir uns hier wieder. Das heißt, ich zeige jetzt den Anfang. Amigurumi-Ring und 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Die erste Reihe verdoppeln wir jede Masche.
2, 3, 4, 5, 6. Setzt euch bitte hier einen Marker. Dann eine Reihe, die nächste Reihe. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Und das 6 Mal. Eine Festmasche, einmal verdoppeln. Eine feste, verdoppeln, feste. Verdoppeln, feste, verdoppeln, dann nochmal feste, verdoppeln. So, wir haben hier wieder Anfang der Reihe. Ich setze für mich jetzt einen Marker und so weiter machen wir. Und zwar, wir häkeln jetzt die nächste Reihe. 2 Festmaschen verdoppeln und das 6 Mal. Dann häkeln wir bitte 3 Festmaschen verdoppeln und das 6 Mal. Und dann bitte 7 Festmaschen verdoppeln und das 6 Mal. Ja, und dann sehen wir uns hier wieder. So, ich habe jetzt 36 Festmaschen. Diese Zunahmen habe ich jetzt gemacht. Und wir häkeln jetzt 2 Reihen unverändert 36 Festmaschen. Und dann werden wir die Beine reinhäkeln. 2 Reihen unverändert. 2 Reihen sind gehäkelt und jetzt machen wir die Beine reinhäkeln. Das heißt, wir nehmen ein Bein. Ich nehme immer diese letzte, die so hängt. Masche. Und dann gehe ich in die erste rein. Hier. Und dann ja, diese Masche hier, nicht Masche, sondern diesen Garn möchte ich hier vorne unbedingt liegen lassen, sonst ich kann das nicht hier reinhäkeln, dann sieht man hier durch, ne? Weil es dunkler ist. Okay, dann werden wir das reinhäkeln. Eins. Zwei. 3, 4, und die 5. So, dann müssen wir mal gucken. 36, ne? Dann 5 hier, 5 hier, das sind 10 und dann bleiben noch 26 durch 2, 13. Wir häkeln jetzt 13 Festmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Dann kommt den anderen Bein. Sollte auch 5 sein. 1, 2, 3, 4 und letzte 5. So, und dann die restlichen Maschen bis zum Schluss.
So sieht das aus. Nachher, wenn wir das auffüllen, dann wird das so richtig O-beinig sein. Dann machen wir jetzt weiter. Wir haben jetzt 2 Reihen gehäkelt, dann die dritte, wo wir die Beine reingehäkelt haben. Und jetzt häkeln wir noch eine Reihe. Und dann machen wir häkeln jetzt eine Reihe jetzt einfach so. Und dann machen wir bitte eine Reihe mit 4 Festmaschen Abnahme und das 6 Mal. Ja, dann sehen wir uns hier wieder. So, ich habe jetzt auch diese Reihe gehäkelt mit 4 Festmaschen Abnahme. Dann häkeln wir einfach so 2 Reihen unverändert. Ne? 2 Reihen unverändert, 30 Festmaschen. Und dann bitte eine Reihe mit Abnahmen wieder, 3 Festmaschen Abnahme und das 6 Mal. Ja? So, nächste Reihe. Ich habe jetzt die letzte Reihe mit 3 Festmaschen Abnahme gemacht und das 6 Mal. Ich habe jetzt momentan 24 Festmaschen und wir häkeln jetzt 2 Reihen unverändert 24 Festmaschen. Wenn wir das gemacht haben, dann häkeln wir bitte noch eine letzte Reihe mit Abnahmen und zwar 2 Festmaschen, eine Abnahme und das 6 Mal. Nach dieser Reihe mit den Abnahmen werden wir die Arme reinhäkeln. Ja? Und zwar, ich wiederhole, wir haben jetzt momentan 24 Festmaschen. Wir häkeln jetzt 2 Reihen unverändert 24 Festmaschen und die nächste Reihe machen wir 2 Festmaschen Abnahme und das 6 Mal. So, guckt mal, ich habe jetzt diese Reihe mit 2 Festmaschen und Abnahme das 6 Mal gemacht. Ich habe jetzt 18 Festmaschen. Ich habe den Körper ein bisschen aufgefüllt. Ich finde ihn so süß. Jetzt stehe ich hier hinten und ich gehe jetzt bis dahin, da wo wir unser Arm rein häkeln wollen. Das heißt, ich werde vielleicht 2 oder 3 Maschen noch nach da häkeln. So, dann würde ich jetzt hier den Arm anlegen und das reinhäkeln. So, das sind 2. Dann die dritte. Na. Und die 4. Diese letzte nehme ich mit. So. 4, ne? Das heißt 4 hier, das sind 8 und wir haben 18. Dann bleiben noch 10. 5 hier und 5 hier. Dann werden wir jetzt noch 5 Festmaschen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann legen wir den anderen Arm ran. So. Und häkeln das mit. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Es wird schon dunkel. 1. 2. 3. Warum habe ich hier 5? 4 und ich habe hier eine 5. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Sicherungsmaschen gemacht am Ende, keine Ahnung warum. Oder es musste 5 sein, weiß ich nicht.
Leute. Komischerweise habe ich an diesem Arm 5 und an diesem 4 habe ich mich da irgendwo verzählt. Aber es ist nicht schlimm. Hauptsache, ihr häkelt das symmetrisch den Bein an. Ja? So, dann bin ich hier hinten. Das wird alles im Körper versteckt. Und ich gehe jetzt bis zur Mitte. So. Und wir häkeln noch eine Reihe mit diesem blauen Ton, noch eine Reihe unverändert. Und dann werden wir den Kopf raushäkeln. Ja? So, ich habe jetzt diese Reihe auch gehäkelt und aufgefüllt. Und jetzt machen wir Farbwechsel für den Kopf. Das wird in dunkelblau sein. Ne? Und dann machen wir in jede Masche, wir verdoppeln jede Masche. Das heißt, wir haben jetzt 18 und wenn wir das verdoppeln, dann haben wir 36 Maschen. Ja? Ich verdoppele jetzt jede Masche. Von 18 auf 36. So, ich habe jetzt jede Masche verdoppelt. Das heißt, ich habe jetzt 36 Festmaschen und wir häkeln noch eine Reihe mit Verdoppeln und zwar 5 Festmaschen und einmal verdoppeln. Ne? 1, 2, 3, 4, 5 und einmal verdoppeln. Und so bitte die ganze Reihe. 5 Festmaschen, einmal verdoppeln. Wenn wir das gemacht haben, dann häkeln wir bitte 4 Reihen unverändert. 42 Festmaschen. So, ich habe jetzt 4 Reihen gehäkelt und jetzt machen wir eine Reihe mit Abnahmen. Und zwar 5 Festmaschen und Abnahme. Und das 6 Mal. 2, 3, 4, 5 und eine Abnahme. Und so weiter. Die ganze Reihe bitte, ja? Eins, 2, 3, 4, 5 und Abnahme. So bitte die ganze Reihe. Wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir 2 Reihen unverändert bitte häkeln nach oben. Ja? Erstmal diese Reihe mit Abnahmen und dann 2 Reihen unverändert nach oben. So, die Reihen habe ich auch gemacht und jetzt die nächste Reihe machen wir 4 Festmaschen und eine Abnahme und das bitte 6 Mal. 4 Festmasche Abnahme, das 6 Mal bis Ende der Reihe und dann häkeln wir noch 2 Reihen unverändert 30 Festmaschen. So, und dann werden wir die kleine Schnauze anbringen, ne? Weil bevor wir die Augen reinsetzen, muss erstmal dieses Mundteil angenäht werden und dann müssen wir mal gucken, wo die Augen kommen. Ja? Okay, dann machen wir jetzt 4 Festmaschen, eine Abnahme, das 6 Mal und 2 Reihen unverändert. So, meine Lieben, ich habe jetzt die letzten 2 Reihen gehäkelt mit 30 Festmaschen. Dann habe ich aufgefüllt, ne? Aber so, dass ich die Augen noch reinsetzen kann. Man kann immer nachher die Watte ein bisschen rausnehmen, um die Augen reinzusetzen. Mir ist das wichtig jetzt, dass ihr richtig auffüllt, dass ihr diese Backen habt. Das ist sehr, sehr wichtig, ne? Dass der Kopf so ein bisschen gesetzt wird, so ganz nah am Körper, dass die Backen so richtig dick hier aussehen, weil nachher wird der Kopf so ein bisschen schmaler sein und nach oben, so birnenförmig ist der.
Bevor wir jetzt die Augen reinsetzen und das weiter zumachen, müssen wir diese kleine Schnauze annähen. So, die wird hier ganz unten so angelegt, ne? Ich meine jetzt, man kann so ganz kleine eine Reihe lassen. So wird ganz unten angelegt und angenäht. Und bitte darauf achten, dass diese Nase gerade sitzt. Ich muss ehrlich zugeben, bei mir ist das ganz oft, ich lege das gerade an, aber wenn ich das annähe, meine Nase verschiebt sich oder die Nase vom Bär verschiebt sich immer nach links. Ich weiß es nicht, woran das liegt, aber es ist wirklich so, dass bei mir nachher zum Schluss schief ist. Deswegen, ich versuche heute das hier mit diesen Nadeln zu befestigen. Ich habe jetzt das alles gerade hingelegt und dann versuche ich, ob das was bringt, weiß ich nicht. Ich habe das immer einfacher gemacht, wo ich auf dem Schoß das hatte und angenäht. Und hier vor Kamera das zu zeigen, ist nicht so einfach. So, meine Kinder haben keine Geduld mehr. Da wird jetzt schon geschrien. So. Und dann würde ich sagen, erstmal eins dahin. So, ich werde jetzt dieses oberes Teil annähen und dann kann ich das abnehmen und von unten die Watte auffüllen. Nicht zu doll, aber dass es ein bisschen nach vorne kommt. Ich habe jetzt diese Nadel, Stopfnadel. So, und das hier muss auch da rein. Erstmal. Und ich hoffe, dass es schön gerade klappt. Ich lege, also ich nehme das hier ein paar Maschen und dann hier. Nicht zu weit gehen, so wie ich zum Beispiel jetzt. So versuchen, so gut wie möglich, dass hier kein Strich entsteht. Hier ist das bei mir so ein Übergang, deswegen ich möchte hier ganz gerne noch einen Strich machen, damit ich diese kleine Lücke hier nicht habe. Die mag ich nicht, gefällt mir nicht. Ich gehe jetzt mit diesem Faden noch mal oben drauf. Und dann ist es so einigermaßen zu. Dann werde ich noch zum Schluss, wenn ich hier wieder unten bin, korrigieren. So, dann, ich mache das immer so. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass ich jetzt ich nehme diese Masche und eine Masche vom Kopf. Und nicht zu doll ziehen, weil sonst fuselt dieser Faden ganz doll. Oder ihr könnt ganz anderen Faden nehmen. So, das Wichtigste ist, dass diese Schnauze gerade sitzt. Sonst habe ich nachher wirklich Schnauze voll. So. Und so weiter. Vielleicht das einmal drehen. Seht ihr, das wird ja nicht ganz gut befestigt. Man kann nachher diese Mundpartie auch korrigieren, wenn wir die Watte auffüllen. Ich kann es nicht so richtig perfekt akkurat immer machen, diese Teile annähen, weil ich mag es wirklich nicht annähen. Ich würde lieber so eine Schnauze raushäkeln. Ne? Weil zum Beispiel diesen Strich, den mag ich hier gar nicht. Aber man kann es nachher korrigieren, wenn ich leicht hin und her nochmal gehe und hier dazwischen komme. Dann ist es sozusagen versteckt. Ja, und so weiter. Ne? So weiter annähen, aber ich sehe schon, dass meine Nase wieder nach links verrutscht. Und die fuselt so. So. Wenn ich bis dahin angenäht habe, dann von unten kommt die Wolle rein. Ja? So, dann machen wir das alle selbstständig, bitte. So, meine Lieben, ich habe jetzt angenäht. Es sieht einigermaßen gut aus und diesmal auch schön gerade geworden. Jetzt können wir, sieht man das scharf? Jetzt können wir hier die Augen setzen. Ja, die Augen, die sitzen hier
ganz nah an diese Schnauze. Und zwar, ich guck mal so ungefähr da rein. Und vielleicht da rein. Aber die müssen schon ganz nah, nicht ganz nah, sondern gleichmäßig mit der Nase sein. Ne? So ungefähr. Und dann würde ich das noch ein bisschen reinziehen. Das würde ich machen. Und dann kommt aus Acryl, das machen wir aber nachher, wenn wir jetzt den Kopf zumachen, mit so einem ganz normalen Garn, Polyacryl in weiß, dass wir solche Stiche hier, es muss nicht sein, wenn jemand sowas mag. Ich probiere es aus, so wie ich das auch hier gemacht habe. So die ganz klein. So, das kann man sehen, ne? Ob das sein muss, das könnt ihr selber entscheiden. Ich glaube, ich mache das, damit die auch aus diesen dunklen Garn so ein bisschen herauskommen, mit diesem weißen kleinen Strich. Ja, so, ich würde die so positionieren, ich würde die dann auch hier festmachen oder jetzt festmachen und wir machen weiter. Wir fangen jetzt mit 3 Festmaschenabnahme und das 6 Mal, dann die Reihe 2 Festmaschenabnahme, das 6 Mal, dann eine und dann haben wir dicht. Ne? Dann machen wir ganz zu und wenn wir zu gemacht haben, dann sehen wir uns hier wieder. Dann werden wir dieses Gesicht so ein bisschen verschönern. So, dann, so ist das bei mir geworden. Der hat wirklich so einen birnenförmigen Kopf. Und wir werden jetzt ein bisschen aussticken. Man kann ihn so ein Grinsen machen, so wie hier bei Julia, was die gemacht hat. Oder ich habe ganz normal so einen Stich gemacht. Muss man gleich gucken, ja? Und zwar, ich habe wieder diese Stopfnadel mit einem festen Baumwollgarn in Schwarz. Und dann gucken wir, ob wir das noch reinziehen. Tja, ich würde jetzt hier von unten reingehen. Ins Auge. Ich hoffe, es bleibt da stecken. Dann gehe ich wieder hier raus. Ich möchte das ganz bisschen reinziehen, dann sieht es trotzdem anders aus, wenn es so ein bisschen verschwindet. Es muss wirklich nicht sein, weil die sitzen schon tief genug, aber ich mag es. Das sieht lebendiger aus, finde ich. Gehe ich wieder da rein und ins andere Auge. Ganz bisschen, dass es gleichmäßig aussieht. Ja, das sieht ganz anders aus, ehrlich. So, dann mache ich hier einen kleinen Knoten. Hier unten. Dann, man kann das wirklich so machen. Man kann es anders machen. Man kann hier wieder reingehen. Und ich würde sagen, hier so rausgehen. Ich gehe jetzt mal in die Augenbrauen. Man kann sie so tief machen, wie man das möchte. Es sieht dann nachher so traurig aus. Ich glaube, ich mache eine ganz kleine hier oben. Deswegen ich gehe noch mal nach oben.
und mache die hier so. Zack und zack. Und jetzt ist mir einfacher hier im Mund zu kommen. So. Und dann so ein kleines Grinsen. Ich würde noch mal nach oben gehen. Eine Masche höher. Und dann hier so. Müsst ihr mal gucken. Ich glaube, das muss nicht zu tief sein. Man kann natürlich so machen, man kann so einen Strich machen, wie ihr das wollt, ja. Ich möchte versuchen, so wie bei ihr, so einen Strich zu machen. Bei mir klappt das nicht immer, diesen Grinsen. Bei mir sind die immer so hübscher, wenn die so traurig sind. Keine Ahnung warum. So. Das sieht man nachher, wenn es... Ja. Das sieht wie Winnie Pooh aus. Ich mache es so. Oder noch höher? Ich weiß es nicht. Nein, das ist zu hoch. So, Leute, ich experimentiere hier die ganze Zeit. So mache ich das. Zack. Und werde das hier. Dann gehe ich durch den ganzen Kopf durch. Und werde den Knoten hinten machen, da wo wir die Ohren annähen. Ach, doch, das sieht so süß aus. Das sehe ich jetzt schon. Das sieht man nachher, wenn ich ein Video so aufnehme von den ganzen. Oder wenn ich ein Foto mache. Da sieht man dann, dass er so diesen süßen Grinsen hat. Das sieht man jetzt momentan schlecht. Aber ich werde das euch zeigen, wenn es fertig ist. Hier. So, und dann, ich bin hier hinten. Hier kommen die Ohren und dann mache ich einen Knoten und es verschwindet im Kopf drin. Ja? Was wir jetzt machen, wir werden jetzt einen Schwanz annähen. Das macht ja jeder selbstständig. Hier hinten wird ein Schwanz angenäht. Dann, wir haben ja noch die Ohren. Diese Ohren, diese Teile, die muss man hier so annähen. Ja? Und dann werden die Ohren hier so angenäht. So, das könnt ihr auch selbstständig machen. Genau in diese Wölbung. Wir haben hier zwei Wölbungen wegen dieser birnenförmigen Kopf. Und in diese Wölbung gehen diese Ohren rein. Wenn ihr wollt, ihr könnt auch noch ein paar Striche hier machen. So wie ich hier gemacht habe. So. Und was ich noch machen möchte, ich möchte noch diese weißen Striche machen am Augen. Ob das klappt, weiß ich nicht, wie das aussieht. Aber das ist so ein hübschen Blick, macht das schon. Ich nehme jetzt Acryl, diese Stopfnadel. So, das ist mir ein bisschen zu lang. Und dann, wo geht man da rein? Ja, die hat sowas. Irgendwo von unten kann man da reingehen, weil der Knoten bleibt innen drin. Und dann kommen wir neben Auge raus. So. Und dann legen wir einfach hier oben drauf. Ich probiere es einfach aus, ich weiß es nicht. Gehen wir dann sofort in die andere Auge rein. Wenn es nicht fest liegt, doch, das liegt fest. Oh, doch, das ist süß. Guck mal. Solche paar Striche, die machen einen ganz anderen Blick schon, sofort. Oh mein Gott.
Der wird lebendig. Ja, sogar ich bekomme schon diese, aber die läuft von alleine schon. Ich weiß es nicht, ich bin verrückt, aber... Armer Kopf, der muss immer vieles abkriegen. Oh. Doch, das muss sein, Mädels. Oh mein Gott. Besonders auf diesem dunklen Feld, diese weißen Striche, dieses fallen so auf. Da sieht ja so diese wie Augenäpfel, ne? Die weißen Augenäpfel. Wenn man die tiefer positioniert, dann ist er traurig. Und hier, weil er so ein Grinsen hat, das passt richtig super. Und dann noch die Ohren. Oh mein Gott. Oh, süß. Doch. So, dann befestige ich das hier auch. Und dann nehmen wir die Ohren an. Und Schwanz wird angenäht. Und dann ist unser Bär fertig. Ja, ich mache das zu Ende. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Da, 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 da. Dann zeige ich euch, was bei mir geworden ist. Und zwar, das ist diese Bär in Pistazie. Den habe ich einfach nur aus Neugier gehäkelt gestern. Da habe ich den Kopf mit Gelenk gesetzt bei 3,5 cm. Deswegen sieht der Kopf ein bisschen anders aus. Das macht schon viel aus, ne? Wenn man oder raushäkelt oder anbringt oder annäht, die sehen alle anders aus. Hier ist die Schnauze ein bisschen anders bestickt bei dem blauen. Und der hat schon sofort einen anderen Blick. Aber sonst, ich finde die beiden richtig süß. Eine Anleitung, 2 verschiedene Tagen, 2 verschiedene Launen und 2 verschiedene Beeren entstanden. Tja. Von alleine stehen die nicht. Ach so, ja, die Pistaziefarbe, die war auch diesmal dicker als diese blaue. Vielleicht daran liegt es auch. Aber ich finde, die sind beide einzigartig und jede Plüschtier, was gehäkelt wird, ist ein Einzelstück. Der kann nie gleich sein. Ich habe vielleicht 300 oder 400 schon Hasen gehäkelt, diese kleinen mit Rock, aber die sehen alle immer verschieden aus. Naja, aber dann viel Spaß euch allen beim Nachhäkeln und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Tschüssi.